Einen wunderschönen, meine wunderschönen Karan hier. Heute mit einer kleinen Deckvorstellung. Ich nenn's Demon Shop Buff. Wieso Demon Shop Buff? Weil das einfach so typisch ist in Battlegrounds. Für Demons, was dieses Deck hier ausmacht. Deswegen holt euch was zu snacken, holt euch was zu trinken und wir gehen rein. Als erstes einmal die Essentials und da fangen wir oben an beim Anführer. Ich nehme natürlich Candle, ist halt der stärkere Anführer, den ich auch gerade besitze und er bringt schnell Tempo, damit dass der erste Refresh kostenlos ist. Wir da einen 8er Drop für 7 Kosten rausbekommen. Dazu sei gesagt, 2 von 3 8er Drops wollt ihr gerne sehr früh haben. Den einen, da ist es eher Mulm, wenn ihr den schon gleich zum Anfang bekommt. Aber bei den Charms ist euch eigentlich freie Hand. Ich habe gerade nur Dino und Dino war mein höchster Held. Ich habe keinen anderen Charm. Sonst wäre es bei mir die Lucky Cat mit 2 mehr Startmünzen. Kommen wir aber jetzt zu den essentiellen Karten, die im Deck definitiv sein müssen. Ich habe den Traubenmixer. Wir gehen mal rein in den Traubenmixer, wie der jetzt bei mir ist, mit Level 9. Beim Kauf, also sprich kauft und schmeißt ihn aufs Feld. Diener im Shop erhalten plus 2 Angriff. Die ersten 3 Traubenmixer in jedem Match kosten 1 weniger. Heißt 4 super, einfach mehr Gold Value, weil es einfach billiger ist. Dazu kommt als nächster Essential die Azur-Astrologen bereit, sprich, sobald ihr bereit seid, es kann losgehen für den Fight. Erhöht den Angriff von einer zufälligen eingefrorenen Einheit im Shop plus 5 Angriff. Wenn keine vorhanden sind, erhöht sich stattdessen der Angriff dieses Dieners um 5, stackt hoch bis 20 auf Stufe 3. Geht natürlich alles immer höher mit den verschiedensten Leveln der Einheit an sich. Ich habe die hier leider nur auf 8. Aber jetzt kommen wir zur nächsten essentiellen Einheit, der Chili-Koch. Wenn wir ihn ausspielen, erhöht er von Dienern im Shop um 3, quasi ein verbesserter Traubenmixer. Dazu kommt aber noch bereit, erhöht den Angriff der Diener im Shop um 3, 6, 12 und uiuiui, wofür machen wir das überhaupt alles? Natürlich, um Early Filler-Einheiten, die wir im Deck haben, Bieter-Einheiten. Allen voran Kambistan, der mit mehr Angriff bessere Zweitviecher beschwört. Alles bufft natürlich auch die Elite, losgeschickt wird zum Gegner. Wir haben das Maidieschen, was auch ein eigenes Scaling mit sich bringt. Als Bieter den Pilz Samurai sowohl für Utility als auch, weil er so ein kleiner AOE ist. Er fällt natürlich ab im AOE bei Schilden, weil dieser Fähigkeit durchdringt halt nur ein Schild, aber wird halt auch auf jeden eingesetzt, der das Feld betrifft. Und natürlich der dickste der Bieter, Tomatado, der einfach da ist. Und wenn dick aufs Feld kommt mit extra Stats, ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen höher, dass er nochmal diesen extra Bonus hier bekommt. Er bekommt ja beispielsweise 3, 6 oder 12 Angriff dazu, wenn eine Einheit elendigst im Staub liegt und wenn er den Last Hit setzt, also er den Schaden macht, der diese Einheit besiegt, kommt dieser Wert nochmal oben drauf. Und eine Einheit haben wir natürlich vergessen, für die wir das alles überhaupt machen. Er ist leider der lowste hier bei mir. Es ist der Ahorn Anarch. Wenn ihr ihn ausspielt, saugt er aus dem Shop 100% auf der Diener, die da drin sind. Das heißt auch, kleine Mechanik an dieser Stelle, ihr spielt ihn aus, der Shop refresht an seiner Stelle und er saugt von 3 Einheiten Angriff. Ich denke, bei 2 Einheiten wäre es einfach sonst viel zu wenig. Eine Einheit, die ist weniger Filler, als dass er, aber ich brauche sie drin, weil es ist ein Favorite von mir. Es ist der Knollenkrämer beim Kauf. Ihr werdet 2 gratis Shop-Aktualisierungen, die ersten 2 Knollenkrämer in jedem Match kosten 1 weniger. Das geht hier hoch. Natürlich die Angriffe, ihr seht es, aber bis zu 8
Da möchte ich euch mal eine kleine Mathematik hinterherwerfen. Eine Aktualisierung kostet euch normalerweise 1. Sprich, ihr kriegt 2 Aktualisierungen. Dadurch, dass er nur 2 kostet für die ersten 2 Knollenkrämer, die ihr spielt, macht ihr mit ihm sogar Plus beim Verkauf. Denn ihr bezahlt quasi 2 und kriegt im Endeffekt den Wert von 3 Münzen raus. Die sind leider alle äußerst niedrigstufig bei mir. Macht alles nichts. Wie gesagt, der ist ein Filler, um ein bisschen schneller das zu finden, was ihr haben wollt. Der Ahorn Anarch ist der Kern des Ganzen. Er kriegt ja auch noch einen guten Anstieg von den Flat Stats. Und auf Level 10 geht's dann los, dass er sich noch mal mehr saugt aus dem Shop. Das heißt, das volle Potenzial des Decks ist natürlich noch lange nicht ausgeschöpft. Andere Karten habe ich nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ich kenne nicht jede Karte, ob es da draußen noch andere Shop-Karten gibt. Aber ich würde mal behaupten, die Tomate, der Pilz, das Maidischen, der Biestern sind gegen ähnliche Einheiten jederzeit austauschbar. Der Knollencremer ist halt ein Filler in einer Utility, den ich für mich brauche. Jemand, der sagt, ja, das ist mir überhaupt nichts wert, scheiß ich drauf. Dann schmeißt den weg, packt da irgendwas anderes hinzu. Aber diese 4 Einheiten, der Chili-Koch, der Ahorn-Anarch, der Traubenmixer und Azur sind gesetzt. Das Deck nenne ich Demon Shop Buff, denn Demons in Hearthstone Battlegrounds waren immer dafür bekannt, den Shop hochzubuffen mit Leben und mit Angriff und irgendjemand frisst sie dann und übernimmt die Stats. Frieden, Freunde, hier ist Kardan. Frieden, Freunde, hier ist Kardan aus der Zukunft. Und was natürlich noch zu erwähnen ist, ihr möchtet bei den Geschenken immer Sachen fokussieren, die euren Shop schon im Angriff buffen oder euch zusätzliche Münzen generieren. Wobei man sagen muss, durch die Rotation, die ihr ja drin habt mit dem Knollenkrämer, mit dem Traubenmixer, ist es eher zu empfehlen, mehr Münzen pro Runde zu nehmen als den Shop-Buff im Angriff. Aber diese beiden Arten von Geschenken, die fokussiert ihr. In dem Sinne gehen wir einfach mal rein. Wir sind am Anfang der Season. Man kann nicht abschätzen, manchmal spielt man gegen wesentlich stärkere, manchmal spielt man gegen wesentlich schwächere. Aber rein geht's. So, Freunde. Jetzt aber. Er hat auch den Candle-Magier, Stufe 2, so wie ich. Und hoffentlich funktioniert jetzt alles. Ich hatte jetzt einen, der war bei 300 Kampfprozente, konnten wir ablegen. Der gerade eben hatte mehr, war aber AFK und jetzt hoffen wir doch bitte einfach nur, dass wir mal gamen können. So, der Start ist nicht perfekt, aber wir nehmen den Samurai zur Eröffnung. Der gibt uns immer noch so ein bisschen Freiraum. Außer natürlich, es kommt dazu, dass mit Schilden gearbeitet wird. Dann ist sein AOE nicht ganz so krass. Da ist ja jeden nur einmal, der das Feld trifft, damit nur den Schild quasi wegnimmt. Wir haben hier was Schönes. Was Schönes, aber man muss immer diesen Sprung schaffen im Kopf mit den Emotionen zu sagen, ich kaufe nicht krampfhaft nur Shop-Buff. Ich habe es jetzt gerade quasi gemacht, denke aber, so wie es gerade startet, ist das in Ordnung. Sondern, dass man irgendwann auch mal sagt, hey, jetzt muss ich aber auch mal Stats aufs Board bringen. Aber hier meine Early 2 Traubenmixer sind schon eine schöne Sache, gerade wenn man die wieder aufs Feld bekommen möchte. Ich bin jetzt kein Fan von einer späten Maidischen, aber es ist der Ahorn Anarch und das ist wirklich der 8er Drop, den ihr im Early eigentlich so früh mit so wenig Shop-Buff noch überhaupt nicht sehen wollt. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Ich habe ihn gespielt. Wir sind im Boss-Level. Wir spielen gegen Lord Rope. Early eigentlich besser mehr Größe zu haben. Wir machen das so. Ja, und der schmilzt. Dann schmilzt der. Jetzt müssen hier mal ein paar Jungs durchkommen. Oh, laut Rope, wenn da so viel durchkommt.
macht er halt auch den meisten Schaden. Liste, den wir kaufen, ist free. Erstmal, schöne Sache, aber die triggern ja leider nicht. Oh nee. Wasted. Ja, wir müssen erst schnell mal sortieren. So. Aber weiter. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das war auch dumm von mir. Ich habe gerade durch das Sortieren überhaupt gar nicht darauf geachtet, dass ich jetzt einen Nuller raufgeschmissen habe. Also einen mit 2 Kraft. Auf Biestan. Aber Biestan wird auch gleich das Feld räumen. Der blockt zu viel. Und es ist soweit. Der Hardkonter. Okay, in dieser Runde nur ein Schild. Nur in dieser Runde ein Schild. Gut. Sonst hätte man sich nicht weiter auf seinen Samurai fokussieren müssen. Aber wir haben schon gewonnen. Es ist schon durch, Freunde. Leider konntet ihr jetzt nicht ganz das volle Potenzial sehen mit dem Shop-Buff. Aber ich denke, ihr versteht, worum es geht. Ihr wollt eigentlich early, wenn es um Hände geht, entweder eine frühe Tomate, aber am allerliebsten wollt ihr den Chili kochen. Ihr wollt früh möglich viele Traubenmixer cyclen. Ja, und das ist es. Also die Azur-Astrologin ist natürlich für gezieltes Verbessern im Shop, was auch sehr gut sein kann, wenn was mit noch viel mehr Power raufkommen soll. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr freezen wollt, was dann sagt, oh, ich habe auf einmal Ahorn im Shop, ja, dann frisst er. Es sind keine Verschenken. Der Ahorn frisst es dann später sogar noch effektiver, weil ihr mit Astrologin irgendwas hochwaffen könnt. Und er geht ja später in den Prozenten hoch mit dem, was er konsumiert. Das ist Demon Shop-Buff, angelehnt an HS Battlegrounds. Probiert's aus, Freunde, und dann sage ich, sehen wir uns im nächsten Video und